Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und wer diese ausgeschnittene oder beziehungsweise dieses ausgeschnittene Schloss hier sieht, der weiß, es geht wieder um das Thema Smart Lock, um das automatisierte oder smarte Öffnen von Türen, und ich habe ein neues Smart Lock hier, welches wir uns heute einmal anschauen wollen, und zwar ist das von WeLock, die Version für die europäischen Türen sozusagen, ein Smart Lock, welches sich ganz easy mit Fingerabdruck, RFID-Karte, App und so weiter und so fort öffnen lässt. Das gucken wir uns heute in diesem Video einmal genauer an. Ja, und weil auf der Verpackung nicht viel draufsteht, das seht ihr hier schon, hier sind nur Typbezeichnungen, dann einmal die ID-Nummer des Zylinders, und das war es eigentlich schon. Deswegen packen wir es jetzt einfach direkt aus, und da haben wir hier oben so einen kleinen, die Möglichkeit, das Ganze aufzureißen, und das, ich habe es vielleicht irgendwie falsch gemacht, hat hier jetzt nicht so gut funktioniert. Hoffen wir mal, dass das Schloss sich besser öffnen lässt als die Verpackung. So, dann gucken wir mal hier rein, klappen das Ganze mal hoch. Hier steht, dass das Ganze not for reselling ist auch richtig. Es ist ein temporäres Testexemplar, welches ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dann gucken wir hier aber trotzdem mal weiter, was denn da noch drin ist. Einmal eine Abdeckung, die nehmen wir mal raus. Ein gelber Zettel, das lässt uns natürlich erstmal aufhorchen. Gelbe Zettel mit einem Ausrufezeichen drauf, die lassen aufhorchen. Tipps für die Verwendung. Okay, hier geht es jetzt im Wesentlichen darum, dass man zum Start auf jeden Fall einen Fingerabdruck für den Administrator hinterlegen muss, weil ansonsten alle Fingerabdrücke funktionieren. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, denn wenn ihr das vielleicht nicht konfiguriert beim Start, kann halt jeder eure Tür öffnen. Deswegen ganz wichtig, wir kommen da nachher aber im Video nochmal zu. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, damit das auf jeden Fall sichergestellt ist, wenn ihr euer WeLock Smart Lock zu Hause habt, dass ihr auf jeden Fall sicherstellt, dass ihr diesen Administrator-Fingerabdruck hinterlegt. Dann haben wir diverse Installationsanleitungen in verschiedensten Sprachen. Ja, sollte auch Deutsch dabei sein, vermute ich jetzt einfach mal. So, da haben wir auch die deutsche Anleitung. Hier seht ihr übrigens oben auch nochmal die ganz genaue Bezeichnung für dieses Schloss. Unten dann die Informationen dazu, was alles drin ist. Hier ist die exakte Bezeichnung für das Schloss, was wir jetzt hier gerade vor uns haben. Aber es ist eigentlich das klassische WeLock mit RFID-App Fingerabdruck für die europäischen Türen. Also das ist der Hintergrund hinter dieser Zahlenkolonne, die ihr da gerade gesehen habt. Ja, das ist das Schloss, klein und kompakt, also deutlich kompakter als Teile der Konkurrenz mit einem kleinen Display. Hier unten haben wir dann den Fingerabdrucksensor und auf der Rückseite, ja, auf jeden Fall eine wertige Anmutung des Schlosses, auch für den Drehknauf auf der Innenseite, der natürlich ganz wichtig, wenn mal das Schloss im Notfall nicht gehen sollte, könnt ihr damit einfach die Tür öffnen. Wir haben hier unten noch ein kleines Päckchen mit RFID-Karten auf jeden Fall, das erkenne ich schon mal. Na, wieso geht das denn jetzt nicht auf? Ist noch zugeklebt? Nee. Jetzt wollen wir es natürlich auch nicht kaputt machen. Das wäre natürlich der geniale Vorführeffekt, wenn ich jetzt hier dieses Kästchen kaputt mache. Na, das will aber irgendwie, jetzt geht's. Okay, jetzt haben wir es auf. Das heißt, wir haben hier einmal diese RFID-Karten, die tun wir mal beiseite, und dann noch diverse Installationsmaterialien, um die verschiedenen Dinge dann nachher zu installieren. Zum einen einen kleinen Schraubendreher, dann haben wir hier so einen Imbusschlüssel, um die einzelnen Komponenten dann nachher zusammenzufügen und entsprechend zu installieren. So, hier haben wir noch so eine kleine Schraube, die war da mit drin. Das sind die RFID-Karten, 3 Stück an der Zahl, die könnt ihr registrieren im Schloss und dann statt Fingerabdruck und statt App halt eben mit einer solchen Karte die Tür öffnen. Die lassen sich übrigens auch zeitlich beschränken, sprich ihr könnt die Karte auch nur für einen bestimmten Zeitraum definieren, also nicht, dass sie dauerhaft verfügbar sein soll, und ich gucke nochmal drunter, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Das war's aber mit dem Unboxing, und jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß dann auch nochmal im Detail genauer an. So, die Installation, die schenke ich mir mal, und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass die Schlösser alle unterschiedlich sind und so weiter und so fort. Wir gucken uns aber trotzdem mal an, wie das Ganze funktioniert, denn in der Anleitung ist es eigentlich gut bebildert und gut erklärt. Also zunächst mal, wenn ihr das Schloss installiert habt, müsst ihr die App herunterladen, und ganz wichtig zu wissen, es ist vorne im Schloss drin ein USB-Anschluss, um das Ganze mit Strom zu versorgen, aber nur für den Notfall, nicht um die Batterien zu laden. Das schreibt der Hersteller hier nochmal, ich sag's auch nochmal, weil das vielleicht eine Info ist, da hätte ich im Zweifel
Zweifel auch damit gerechnet, dass man damit die Batterien laden kann. In dem Fall ist es nur dafür da, um das Schloss mit Strom zu versorgen, sollten die Batterien einmal leer sein. Auf der einen Seite seht ihr hier den kleinen Imbus, das ist dann, um die Batterien zu befüllen und so weiter und so fort. Auf der Rückseite seht ihr auch für den Knauf den Imbus. Das Ganze setzt ihr einfach nur zusammen, nehmt vorher euren eigenen Zylinder raus und dann ist das Ganze relativ einfach installiert. Hier noch die verschiedenen Befestigungsmaterialien, die dabei sind, falls ihr da gegebenenfalls noch Bedarf habt. Eine kleine Schraube braucht ihr fürs Batteriefach. Das Batteriefach einfach vorne diese Metallschiene rausziehen, dann vorne aufklappen, Batterien reinschieben, zuschrauben und das Ganze ist schon fertig. Geht wirklich in Sekundenschnelle. Ich glaube, das brauche ich euch jetzt hier nicht nochmal explizit zu zeigen. Dann könnt ihr hier auf der rechten Seite ist noch erklärt, wie die Länge des Schließzylinders eingestellt wird. Bei mir hat der Standard gepasst. Ihr könnt, oder weitestgehend gepasst, ihr könnt das aber dann gegebenenfalls auch noch anpassen in der Länge, wenn ihr da sagt, das muss bei mir ein bisschen breiter, ein bisschen weniger breit, je nachdem wie der Beschlag aussieht, macht das dann auch Sinn. Und hier unten sind auch nochmal Bilder vom Einbau, aber wie gesagt, das ist wirklich super einfach. Einfach die Schraube rausdrehen, den alten Zylinder rausnehmen. Seht ihr hier, das ist der alte Zylinder, den schiebt ihr einfach raus und schiebt dann den neuen Zylinder rein. Das ist von der Installation her wirklich super einfach und am Ende mit dem Imbusschlüssel hier das Ganze verriegeln und dann seht ihr hier, die Installation ist schon fertig. Also das ist natürlich auch noch von Tür zu Tür unterschiedlich, aber sollte im Zweifel, wenn ihr schon mal einen Zylinder getauscht habt, geht auch das ganz easy von der Hand. So, jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen gelben Zettel, den wir am Anfang schon gesehen haben. Hier steht zwar Tipps für die Verwendung, aus meiner Sicht ist das aber absolut elementar, dass ihr diesen Schritt ausführt, denn ansonsten ist das Schloss halt einfach nicht gesichert und eigentlich müsste dieser Zettel aus meiner Sicht sogar rot sein, nicht nur gelb, sondern sollte rot sein, weil das ist wirklich ganz wichtig. Ihr seht jetzt hier, ich habe noch keinen Administrator Fingerabdruck hinterlegt. Ich kann jetzt hier mit jedem beliebigen Finger die Tür öffnen bzw. schließen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Sache, die aus meiner Sicht wichtig ist zu wissen, dass man da nicht, wenn man vielleicht etwas unbedarft die Verpackung aufgemacht hat und dann die Installation macht und vielleicht Fingerabdrücke gar nicht verwenden will. Ihr seht jetzt hier, es geht wirklich mit jedem Finger. Dass man da einfach nicht Gefahr läuft, dass das Schloss unsicher wird. Ne? Deswegen unbedingt beim Start den Fingerabdruck für den Administrator hinterlegen. Dazu müsst ihr hier unten die Setup-Taste sozusagen für 5 Sekunden drücken. Dann kommt ihr in ein entsprechendes Menü und könnt dann den Administrator-Fingerabdruck hinterlegen. Nicht nur den Administrator-Fingerabdruck, sondern da könnt ihr nachher auch die RFID-Karten noch anlernen. Ihr könnt die Sprache ändern, wenn ihr auf Deutsch ändern wollt zum Beispiel. Auch das geht. Und all diese Konfigurationsmöglichkeiten befinden sich hier im Menü. Zusätzlich haben wir natürlich nachher auch eine App, die zeige ich euch gleich noch, mit der ihr dann weitere Dinge konfigurieren könnt. Aber einige Standardfunktionen müsst ihr hier über dieses Menü konfigurieren. Und ich sage es euch gleich, das ist ein kleines bisschen hakelig. Wenn man es einmal raus hat, geht's. Ich fand es persönlich sehr hakelig in der Bedienung. Das ist nicht weiter schlimm, weil wenn ihr es einmal eingerichtet habt, ist es auch okay, dann müsst ihr da nicht mehr ran. Aber am Anfang war das für mich etwas ungewohnt, die Bedienung über einen Knopf und dann über den Fingerabdrucksensor und dann das Ganze einzustellen. Also ich habe mich da etwas schwer getan, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das war, wie gesagt, nur am Anfang und danach funktioniert das Ganze auch. Und ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt alles konfiguriert. Jetzt können wir dann eben auch nicht mehr mit einem anderen Fingerabdruck das Ganze öffnen, sondern jetzt nur noch mit unserem registrierten Administrator-Fingerabdruck. Und selbstverständlich könnt ihr jetzt noch andere Fingerabdrücke hinterlegen für andere Personen, andere Leute und so weiter und so fort. All das funktioniert. Und das Menü ist jetzt natürlich auch durch den Administrator-Fingerabdruck gesichert. Sprich, es kann jetzt nicht mehr jeder in das Menü reingehen. Auch das natürlich ganz wichtig, weil sonst könnte ja jeder individuell noch seinen Fingerabdruck hinterlegen durch das Schloss von außen. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Sprich, das ist abgesichert worden und deswegen ist das ganze Ding jetzt auch sicher. Deswegen achtet unbedingt darauf, wenn ihr das Schloss bekommt, hinterlegt unbedingt mit als erstes den Administrator-Fingerabdruck. Das ist aus meiner Sicht essentiell für die Sicherheit von diesem Schloss. So, wie können wir das Schloss jetzt öffnen? Und da zeige ich euch mal die verschiedenen Methoden. Also das eine logischerweise ist der Fingerabdruck, habt ihr gerade aber schon gesehen. Fingerabdruck draufhalten, Tür öffnen, alles kein Thema. Geht auch verhältnismäßig schnell. Ihr müsst einmal das Schloss kurz aktivieren und dann könnt ihr den Fingerabdruck draufpacken, den Finger draufpacken und dann den Fingerabdruck einlesen und dann öffnet sich das Schloss auch sofort. Zweite Möglichkeit sind diese kleinen RFID-Chips. Die könnt ihr auch einfach anlernen. Über das Setup-Menü habe ich euch ja gerade eben schon gezeigt. Dann nur draufhalten und auch hier geht dann, beziehungsweise lässt sich das Schloss dann sofort öffnen. Funktioniert aus meiner Sicht fast noch schneller als der Fingerabdruck. Mit diesem RFID-Chip könnt ihr natürlich auch Begrenzungen zeitlicher Natur und so weiter definieren. Also das ist die zweite Öffnungsmöglichkeit.
Und selbstredend haben wir bei einem Smart Lock auch eine App dabei. Ihr könnt das Ganze auch von unterwegs freischalten. Dafür braucht ihr noch eine zusätzliche Wi-Fi-Box, die ich jetzt hier nicht mit dabei habe. In Bluetooth-Reichweite könnt ihr aber einfach über die App oder diese Taste, die ihr unten seht, wo im Übrigen auch nochmal die Akkukapazität angezeigt wird, einmal draufdrücken, dann wird das Ganze verbunden und schon könnt ihr die Tür öffnen, so wie ihr es gerade eben auch mit dem Fingerabdruck und dem RFID-Chip gesehen habt. Funktioniert also auch über die App, die dritte Option, um das Ganze zu öffnen. Insgesamt sind es die 3, die ich mit meinem Setup hier nutzen kann. So, werfen wir noch einen kleinen Blick auch in die App, denn die möchte ich euch natürlich auch noch kurz zeigen. Zum einen seht ihr hier natürlich euer Smart Lock, logisch, ihr könnt eine Verknüpfung mit Alexa herstellen oder auch mit dem Google Assistant, der noch nachgeliefert wird. Dafür braucht ihr allerdings die Wi-Fi-Box, das vielleicht noch als Info. Ihr könnt ein neues Gerät hinzufügen, eure Geräte verwalten, ihr könnt den Schließzylinder administrieren und da auch ein Firmware-Update hinzufügen bzw. installieren. Ihr habt hier eine Hilfeoption und ihr könnt Berechtigungen der App nochmal checken in der Anwendungsliste und habt die Möglichkeit, beim Einrichten-Block auch noch zu Einstellungen zur App vorzunehmen. Der wichtigste Teil aber natürlich die Konfiguration und Administration, die ihr hier seht von eurem Schloss. Wir haben unten einmal den Bereich, wo ihr das Ganze sperren könnt bzw. öffnen könnt. Wir haben diese Information zur Wi-Fi-Box, die ich jetzt nicht mit dabei habe. Und ansonsten habt ihr hier im oberen Bereich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Einmal könnt ihr die verschiedenen Nutzer bearbeiten, sowohl in der App als auch über Fingerabdruck, RFID-Chip und so weiter und so fort. Da könnt ihr hier jedem Nutzer sozusagen die entsprechenden Aspekte zuweisen, wenn ihr so mögt. Ihr könnt hier noch zusätzliche Karten hinzufügen, hatte ich vorhin schon gesagt. Diese RFID-Chips lassen sich auch in zeitliche Raster packen, also sprich, dann endet und startet es sozusagen der Zugang. Ihr könnt die Karte dann auch wieder löschen. Ihr könnt Fingerabdrücke löschen, also wenn ihr sagt, ihr wollt den Fingerabdruck wieder rausnehmen, der ist nicht mehr benötigt. Wir haben dann hier noch die Möglichkeit, die PIN anzupassen. Es gibt auch eine PIN-Konfigurationsmöglichkeit. Die ist hier in dem Fall, habe ich die jetzt auf Standard gelassen, weil ich das eigentlich gar nicht ausprobieren wollte. Aber das könnt ihr hier im Zweifel auch noch ändern. Ihr habt einen Zugangslog sozusagen, also wer sich wann, wo, wie in der App, mit dem RFID-Chip oder mit dem Fingerabdruck bewegt hat. Das Ganze müsst ihr erst runterladen. Das finde ich ein kleines bisschen schade, dass man da erst den Bericht runterladen muss und nicht direkt drauf gehen kann. Ihr könnt das Ganze auf Werkeinstellung zurücksetzen und auch die Hilfe nutzen und könnt die Zeit synchronisieren. Das ist es dann in der App. Ja, jetzt habe ich euch vorhin gesagt, dass das Ganze mit Batterien läuft und wir sehen hier ja auch, gerade sind wir noch im grünen Bereich. Was passiert aber, wenn das Ganze in den roten Bereich kippt? Dann habt ihr eine Option, das Ganze trotzdem noch zu öffnen und das ist dieser USB-Anschluss, den wir vorhin schon vorne gesehen haben. Darüber könnt ihr mit einer Powerbank das Schloss trotzdem noch mit Strom versorgen, um dann einen Öffnungsvorgang in der App zu initiieren. Genau das ist auch das, was jetzt hier passiert. Ich zeige euch jetzt hier nochmal dieses Video. Es schließt vorne an diesen USB-Anschluss, den wir vorhin schon gesehen haben und den ihr hier im Hintergrund auch seht. Schließt ihr einfach eine Powerbank an, dann bekommt das Ganze wieder Strom und ihr könnt in der App dann die Option freischalten, die Tür wieder zu öffnen. Das ist natürlich ganz hilfreich, wenn vielleicht die Batterien mal zufälligerweise oder ihr wart im Urlaub, sind leer gegangen oder wie auch immer. Und klar, man muss eine Powerbank dann haben, um das Ganze wieder mit Strom zu versorgen. Aus meiner Sicht aber essentiell, dass der Hersteller hier vorgesehen hat, auch das Ganze zu lösen, wenn denn dann eben mal keine Batteriekapazität oder keine Ladekapazität mehr vorhanden ist. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Das war mein erster Eindruck, beziehungsweise der kommt jetzt, aber das waren meine ersten Aspekte zu diesem Schloss. Installation aus meiner Sicht wirklich super einfach. Ihr braucht hier tatsächlich, habt auch keinen Motor, deswegen hält auch der Akku sehr, sehr lange. Das ist für mich ein absoluter Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten. Ihr braucht hier eben keinen Motor, sondern dreht das Ganze auf. Das bedeutet natürlich auch, dass die Tür nicht automatisch aufspringen kann. Die App aus meiner Sicht eher etwas rudimentär. Funktionen sind zwar alle vorhanden, aber die Bedienung und so weiter und so fort in der App hakt dann vielleicht manchmal doch. Was ganz spannend ist, wenn man noch die Wi-Fi-Box dazu nimmt, das Ganze auch nutzen zu können, eben wenn man unterwegs ist und nicht nur, wenn man in Bluetooth-Reichweite ist, so wie das hier in meinem Setup der Fall ist. Vom Grundsatz her muss man dazu sagen, dass das Schloss und auch die Erkennung mit der Fingerabdrücke sehr gut funktioniert hat. Das kleine Display ist auch wirklich hilfreich. Die Erkennung oder beziehungsweise der Start des Schlosses und so weiter und so fort, das dauert dann vielleicht doch eine Sekunde länger, als ich das mir gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, man kann einfach den Fingerabdruck draufpacken und es wäre fertig. Das wäre vielleicht noch cooler gewesen, hätte dann im Zweifel aber wahrscheinlich auch mehr Akkukapazität bzw. Batteriekapazität gekostet. Die Bedienung von diesem kleinen Ding hier am Schloss mit dem Knopf gedrückt halten, Setup-Menü und so weiter und so fort, die war mir tatsächlich etwas hakelig. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass das noch irgendwie anders gelöst wird. Und ich denke, ein zweiter Knopf würde schon helfen, ja.
Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil das hat mich am Anfang etwas gestört. Aber wenn das Ding einmal eingerichtet ist, interessiert euch das gar nicht mehr, weil dann braucht ihr diesen Teil der Bedienung einfach gar nicht mehr nutzen. Außer ihr wollt natürlich noch einen Fingerabdruck hinzufügen, was dann allerdings wiederum auch einfach funktioniert. Einzig, wenn ihr durchs Menü navigieren wollt und dann noch Veränderungen einstellen wollt und so weiter und so fort. Das ist dann aus meiner Sicht etwas hakelig gelöst. Optisch und von der Haptik her, muss ich sagen, gefällt mir das Ganze gut. Auch die Möglichkeit, den RFID-Chip noch dazu nehmen zu können, gefällt mir auch sehr gut. Den könnt ihr einfach jemand anderem mitgeben und gegebenenfalls einfach nur über die zeitliche Komponente regeln, wann derjenige denn eure Wohnung oder euer Haus betreten darf. Ich habe das Ganze übrigens nicht nochmal sicherheitsgecheckt. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das Ganze aufbohren kann und so weiter und so fort. Keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung von. Deswegen konzentriere ich mich hier auf den technischen Teil und den habt ihr jetzt gesehen. Für mich ist es eine Empfehlung. Ihr solltet es auf jeden Fall mal ausprobieren. Guckt, dass ihr vielleicht eine Rücktrittsmöglichkeit habt, wenn es dann vielleicht doch nicht das Richtige für euch sein sollte. Aber zum Ausprobieren macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr mit Fingerabdruck, RFID oder App öffnen wollt. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Abend. Alexa, Kamera aus. Okay.